Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Heute machen wir mal ein bisschen was Spezielles, und zwar habt ihr mich öfter ja schon gefragt, mach doch mal ein Fahrvideo, zeig doch mal deine ganzen Lokomotiven, Züge, die du hast, und das sind ja noch gar nicht so viele. Aber wenn es euch interessiert, ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe hier so ein bisschen ein logistisches Chaos geschaffen. Also ich sag mal so, das macht man bei einer Bahn eigentlich nicht. Also die stehen jetzt hier alle so aufgereiht hintereinander, warten darauf, dass sie euch gleich vorgeführt werden. Und wenn die mit bestimmten Wagen gleich kommen, dann sind das Zugkombinationen, die bei mir häufig auf der Anlage so fahren. Ja, das ist nicht ausschließlich, dafür ist die Bahn ja da, dass man da umkuppeln kann und so. Aber das gibt euch einfach eine Idee, was denn so regelmäßig bei mir hier fährt. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das heißt, ich schnappe mir die Mobile Station, ihr schnappt euch einen Kaffee und dann lasse ich euch nacheinander einfach mal alles an Zügen vorbeifahren und sage da immer ein paar Worte zu. Also, ich komme mal zu euch nach vorne und wir legen los. Seht da schon die ersten Headlights leuchten. Holen wir gleich mal den ersten Zug hier dazu. So, was ist das? Das ist die klassische BR 89009 in meinem Fall. Das heißt, eine relativ neue Version dieser, ja, ich glaube, über 5 Millionen Mal gebauten Lokomotive. Was ihr auch sehen könnt, ich habe da gewisse Veränderungen im Detail vorgenommen. Das heißt, ich habe hier hinzugefügt einen kleinen Lokführer, den seht ihr da, der ist ja normalerweise nicht vorhanden. Ich habe Scheiben eingesetzt und ich habe über den Motor, den man sonst hier sehen würde, in Rot, das ist halt so ein bisschen dämlich gemacht von Märklin, ein bisschen schwarze Pappe hier hinter das Fenster geklebt, sodass es halt dunkel aussieht. Dann noch eine leichte Patina drauf, dass das so ein ganz bisschen gebraucht aussieht, und ansonsten ist das komplett das Standardmodell. Bei mir auf der Anlage häufig unterwegs mit dem Schienenreinigungswagen und so ein, zwei kleinen Güterwagen dahinter. Ja, macht Spaß zu fahren, hat halt ein etwas gewöhnungsbedürftiges Betriebsgeräusch, wie die meisten älteren Märklin-Lokomotiven mit dem Metallgetriebe. Und weil die eben keine Vorlaufachsen hat, klockert die halt immer schön am Rand natürlich in den Kurven lang. Aber eine sehr zuverlässige kleine Lokomotive ohne Funktionen. Also die fährt vorwärts, rückwärts und man kann eben das Licht schalten. Aber sie funktioniert. So, jetzt lassen wir die mal kurz hier wegfahren. Dass wir da ein bisschen Platz haben. Und kommen mal zum nächsten hier in der Reihe. Und den kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Video oder einem der letzten Videos. Und zwar ist es die von mir umgebaute Lübeck-Büchener Eisenbahn LBE 1. Hier die Loknummer. Das ist ein Set von Lima aus den 80ern, habe ich aus dem Dachbodenfundus von meinem Vater, der keine Anlage mehr hat gerade. Und deswegen habe ich die umgebaut auf AC. An Funktionen habe ich hier eingebaut einen Rauchgenerator dort. Wir haben die Front- und Heckbeleuchtung wechseln. Das ist ja ein Wendezug. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Gas gebe, seht ihr, jetzt fährt er in die andere Richtung und hat hier eine rote Beleuchtung oder eben das Dreilicht-Spitzensignal. Wir haben dann zusätzlich noch eine Innenbeleuchtung in den Doppelstockwagen und natürlich hinten auch eine entsprechende Beleuchtung am Heck zum Ende. Generell zu dem Ganzen kann ich sagen, die funktioniert relativ gut. Da seht ihr jetzt so ein bisschen hier noch die Heckbeleuchtung. Allerdings, das Problem ist, die Lokomotive hat keine Haftreifen, wiegt relativ wenig. Das ist einfach dem Lima-Modell geschuldet. Also historisch ein super geiles Modell. Und ich glaube, da würde sich auch ein Hersteller einen Gefallen mit tun, sowas mal wieder aufzusetzen. In der Form verwendbar. Aber sagen wir mal ehrlich, es ist nicht so der Daily Driver. Also die 89er eben, die wir hatten als erstes, das ist so ein bisschen Daily Driver.
Da kannst du jeden Tag mitfahren, ohne dass irgendwie du das Gefühl hast, dass da was kaputt geht. Und die LBE, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, das ist so ein, ja, was Spezielleres für die Sonntage zum Beispiel, wo man dann mal eine kleine Runde mitdreht und gut ist. Genau. So, ich muss immer da hinten so ein bisschen aufräumen, deswegen muss ich zwischendurch immer so viel reden hier, dass wir hier auch weiterfahren können. Dann haben wir als nächstes für euch auch ein sehr schönes Modell, habe ich auch mal im Review hier vorgestellt. Da kommt da schon der VT62 Spitzensignal, dann das Hecklicht und die Innenbeleuchtung. Das war es aber so im Groben, was er eigentlich an Funktionen hat. Sehr cooles Modell von Lilliput, sehr schöne Detaillierung, hochwertige Gestaltung, auch die Technik ist gut und das Ganze ist wirklich zu einem Spottpreis. Also der UVP liegt bei über 300, aber ihr bekommt den entweder im Sonderangebot extrem günstig oder so um die 150, 160 Euro. Also ist ein super schönes Modell, muss halt zu eurer Anlage passen und bei mir ist halt grün von der SCNB oder SNCB, glaube ich, heißen die ja in Belgien, also war die günstige Variante. Es gibt es aber auch noch von der DRG, also von der Deutschen Reichsbahn und hat da natürlich dann den Vorteil, dass man vielleicht auch eine Farbe oder eine Funktion hier, sagen wir, überhaupt eine Lok hat, die dann auch viele Leute auf ihrer normalen Anlage verwenden können. Aber sehr cooles Modell, Fahreigenschaften sind brillant, Geräuschkulisse ist super, ja, und macht wirklich Spaß, damit eben auch zu fahren. Also im Gegensatz zu der Lübeck-Büchener Eisenbahn, die wir eben hatten, ist auch das jetzt wieder eher so der Daily Driver, wenn man denn so will. So, und da kommen wir mal zu dem nächsten Schmuckstück. Und das kann man hier wirklich sagen. Das ist die DSB 297, wurde also nach dem Zweiten Weltkrieg aus Beständen der Reichsbahn übernommen, ist eine ehemalige P8 bzw. Baureihe 38. Ja, das Modell, das gefällt mir richtig gut. Das macht echt Spaß zu fahren. Hat was. Ist auch eine super schöne Lokomotive. Gerade hier das Gestänge unten ist wunderschön gestaltet. Auch ansonsten die Detaillierung ist super. Es ist leider nicht vorbildgerecht. Könnt ihr auch in dem Video sehen, was ich dazu gemacht habe. Hier ist ein Dom zu viel auf der Lokomotive drauf. Das dürfte also quasi vor dem Sandkasten hier kein Dom sein. Dann wäre es wirklich vorbildgerecht und die 297. Aber davon abgesehen macht das richtig Spaß und ist bei mir jetzt so irgendwie Daily Driver, aber irgendwie auch nicht, weil es ja nicht ganz hundertprozentig jetzt reinpasst in die Epoche 4, 5 oder eigentlich 4, die ich jetzt hier so primär darstelle in Fredhauen. Aber trotzdem macht das richtig Spaß. Ich habe da aktuell tatsächlich einen Personenzug dran, der da gar nicht zu passt. Und zwar sind das alte Lima Personenwagen. Kann ich euch ja mal zeigen, wenn wir hier so ein bisschen vorfahren. So, da seht ihr die. Das sind 3 Stück, die sind alle gleich. Die sind auch vollkommen ohne irgendeine Funktion. Und das Einzige, was die auszeichnet, diese Lima-Wagen, ist tatsächlich, dass Lima es geschafft hat,
irgendwie die Langkupplung zu erfinden. Also es gibt ja die Kurzkupplung und Lima hat es geschafft, eine Langkupplung zu erfinden. Ne? Also da kann man hier in der Kurve, das ist R2 oder R3 hier draußen sogar, kannst du hier einen Daumen dazwischen packen. Also das ist so ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, die Wagen gehörten auch zu dem Konvolut von meinem Vater und macht sich eigentlich ganz gut. Passt ganz gut zu dem Zug. Wenn die jetzt noch ein bisschen näher dran wären, jeweils, so dass die Faltenbälge auch irgendeinen Sinn hätten, wäre es natürlich ganz schön. Aber nichtsdestotrotz, ich werde denen wahrscheinlich trotzdem noch eine Innenbeleuchtung spendieren und eine Zugschlussleuchte. Dann wirkt das plötzlich alles ganz anders. So, machen wir den Ton mal wieder aus und holen uns mal den nächsten gleich dazu. So, damit kommen wir dann schon zur nächsten kleinen Lokomotive. Und zwar ist das von Brava der DSB Traktor 1. Auch dazu habe ich euch ein schönes Video gemacht. Ist eine aus meiner Sicht gut getroffene Lokomotive. Was schade ist, ist, dass die Farbgebung absolute Fantasie ist. Also das Grün oben entspricht nicht ganz der DSB-Vorbildvariante und das rote Fahrwerk unten müsste schwarz sein. Ansonsten super cooles Modell. Wir haben eine beleuchtete Führerkabine oder ein Führerhaus. Wir haben eine Spitzenbeleuchtung, eine Heckbeleuchtung, jeweils 2, nicht 3 vielleicht, die es sein könnten, aber es ist okay. Und der hat jetzt hier 2 Güterwagen der Epoche 3 dran gerade, also einmal von Märklin, der Cola-Wagen, und einmal von Brava, hier ein G10, gebrandet jetzt mit Chance Reyer, das ist ja quasi der Krabbenvertrieb hier in Fredhaun. Diese kleine Lokomotive wird hauptsächlich bei mir jetzt verwendet als, ja, nennen wir es mal, kleiner Rangiertraktor, so wie das eben auch eigentlich vorgesehen ist, und damit fährt er dann hier fröhlich die ganze Zeit über die Anlage. Ja, also funktioniert gut. Macht Spaß und Hotwheels kann man auch so als Daily Driver bezeichnen. Telex-Kupplung wäre noch schön, aber dann bräuchte man eben die deutlich teurere Variante, die nicht Digital Basic, sondern die Digital Plus, glaube ich, heißt die. So, dann haben wir gar nicht mehr so viel übrig. Wir holen jetzt mal einmal einen kleinen Problemfall hier nach vorne, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Das ist bei dem Problemfall immer nicht ganz so klar. Deswegen geben wir mal ordentlich Gas. So, da ist er schon. Und zwar ist es die BR74 aus dem Startset 29074. Eigentlich eine sehr schöne Start-up-Lokomotive. Die habe ich auch ein ganz bisschen gealtert. Ich habe ihr Scheiben verpasst, also ähnlich wie der BR89 quasi, dass hier Scheiben drin sind. Auf der anderen Seite ist noch ein Lokführer und eine kleine Patinierung hat sie auch bekommen. Was sie allerdings hat, und das hatte sie schon vor der Patinierung, also das hängt damit gar nicht zusammen, die hat nicht so die Top-Langsamfahreigenschaften. Also irgendwie bleibt die manchmal beim Langsamfahren hängen und ich weiß nicht warum. Da ist sie die einzige Lokomotive, die das macht hier bei mir auf dem Layout an der Stelle oder an den Stellen, das kann man gar nicht sagen, wo genau. Also die ist da irgendwie extrem zickig. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es ein Problem ist bei der Stromaufnahme, dass die irgendwie da nicht sauber gebaut wurde oder so. Oder ob es am Decoder liegt. Ich bin da noch am Analysieren. Das ist ein bisschen schade, weil davon abgesehen ist das eine super geile Lokomotive, die richtig Spaß macht, die auch ein tolles Fahrbild hat und gerade jetzt mit den Verbesserungen macht es Spaß. Ja, die fährt hauptsächlich auch mit so ein paar Güterwagen immer durch die Gegend. Manchmal spanne ich die allerdings auch vor einen Personenzug. So, jetzt habt ihr es nicht gesehen, weil es außerhalb eures Ausschnitts ist da. Aber jetzt ist sie gerade eben zum Beispiel wieder stehen geblieben. Jetzt nochmal an Stellen, wo alle anderen die ganze Zeit vollkommen problemlos rübergefahren sind. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Deswegen so ein bisschen Problemfall, ein bisschen schade. Könnte natürlich noch viel schöner sein, wenn es denn funktionieren würde.
Und jetzt habe ich mir für euch quasi zum Schluss hier meine beiden wirklichen Daily Driver mal aufbewahrt, mit denen ich fast alles mache oder mit denen ich sehr viel mache. Und da fangen wir mal an mit einer ganz kleinen Lokomotive. So, und die hat auch mit das brutalste Fahrgeräusch hier bei mir. Das liegt aber auch wieder an der Bauart und da kommt sie schon. So, das ist hier die eigentlich 29852, glaube ich, aus einem Startset Papa komm spielen Lokomotive, die ich umgebaut habe. Da seht ihr, die hat eine Funktion mit einer blinkenden LED zum Rangieren. Wir haben, wenn ihr die noch nicht kennt, ich habe da ein Video, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich hier verlinken kann, aber ich mache das mal. Und wir haben also hier eine Spitzenbeleuchtung in Fahrtrichtung und inzwischen habe ich das mit LEDs eben auch umgebaut, mit 3-Pin-LEDs, dass ich auf der Rückseite am Heck jetzt immer eine rote Beleuchtung habe. Ist mir klar, dass das jetzt hier eigentlich nur 2 sein müssten, aber das war jetzt aufgrund der beengten Platzverhältnisse hier nicht ganz so leicht umzusetzen. Also ich habe jetzt quasi einfach nur die Fahrtbeleuchtung hier getauscht, eben durch eine LED. Und das hat ganz gut funktioniert. Das ist mit einer meiner Haupt-Daily Driver, abgesehen vom vielleicht etwas komischen Fahrgeräusch. Also das Fahrgeräusch ist echt brutal durch die Metallzahnräder, die da drin sind und weil die, glaube ich, auch schon 100.000 Kilometer gefühlt gelaufen ist, wahrscheinlich beim Vorbesitzer. Ich habe die ja für knapp 30 € gebraucht bei eBay erstanden und dann komplett umgebaut. Macht aber trotzdem super Spaß. Und da dran hängen jetzt meine, ich nenne sie mal Umbauwagen, auch wenn das eigentlich ja fachlich anders belegt ist, der Begriff. Das sind 3 von mir umgestaltete Güterwagen. Das waren eigentlich mal so Standard-Märklin-Wagen, die habe ich jetzt gealtert alle und als DSB-Wagen neu ausgegeben. Also seht ihr jetzt hier zum Beispiel, bei dem habe ich hier eben in so Kästen das Ganze neu bemalt, wo ich dachte, da macht Sinn. Habe dann noch das Gestänge hier teilweise so bemalt, als wäre es eben neu lackiert worden. Dann hier am Dach ein Teil quasi, der ausgetauscht wurde. Und dann DSB-Decals drauf. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Ist so ein Versuch gewesen beim Thema Alterung. Und das haben wir hier dann eben auch bei den Wagen. Da habe ich dann eben die Türen durch Metalltüren ausgetauscht, neu mit DSB-Logo in der Hoffnung, dass das funktioniert. Also ja, sind so ein paar Versuche. Also das ist quasi mein Versuchsträgerzug hier. Und den hört man, wie ihr hört, sehr gut. So, und jetzt kommen wir mal zu meiner immer noch Favoriten-Lokomotive. Auch wenn es quasi schon kein alter Hut ist, aber mit am längsten im Bereich H0 bei mir ist. Und auch die Lokomotive oder die Lokomotivart, die mich so ein bisschen dazu gebracht hat, dieses Layout hier zu machen. So, da seht ihr es. Das ist die DSB MY, die NOHAB Rundnase mit der Nummer 1110 bis zum Märklin als 39677. Super geiles Modell, hammermäßige Zugkraft, tolle Funktion, also macht mir persönlich richtig Spaß. Und die dreht, würde ich jetzt mal sagen, schon gefühlt die meisten Runden auf der Anlage. Das heißt also, das ist die Streckengüterzuglok und die bringt dann immer Wagen hier nach Fredhaun in den Güterbereich, wo dann übernommen wird von einer der beiden anderen Lokomotiven, also entweder von dem Rangiertraktor 1 oder tatsächlich von dem kleinen, von mir gebauten MK-Rangierlokomotiven. Und ja, das Ganze ist mit einem relativ langen Zug versehen.
seht ihr jetzt hier, das sind Schiebewandwagen und ich habe noch nicht mal alle dran gerade. Also ich habe jetzt hier quasi, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich habe jetzt hier die Märklin Schiebewandwagen. Hier, der ist jetzt auch neu bei mir dazugekommen gerade. Und dann habe ich hier hinten 3 DSB Flachwagen mit Schiffsteilen. Auch relativ neu bei mir auf der Anlage. Da das jetzt aber hier so Standard-Flachwagen sind, ehrlich gesagt kein großes Review wert. Also ein eigenes Video werden die nicht bekommen, dieses Set. Und die Ladung, die dabei ist, ist ganz nett. Also das ist jetzt nicht das hyperdetaillierte Highlight dieser Schiffsmotor, ein bisschen gealtert. Und wenn wir jetzt mal gucken, ich fahre euch mal wieder ein bisschen hier die ganze zurück. So, wenn ihr euch das da anguckt. Es ist okay, die sind in Ordnung, die Wagen. Und sie passen halt super auf meine Anlage, sind leicht zu beladen mit anderen Dingen. Was halt ein bisschen doof war, und da frage ich mich immer, ob die ihre Produkte nicht testen bei Märklin. Ich habe das ja gebraucht gekauft, das Set, deswegen glücklicherweise nicht neu. Da gibt es hier so einen Ladegutaufsatz. Ich nehme das hier mal raus. Der soll da eigentlich flach drauf. Also dann nehmen wir hier diese Messing-Schiffsschrauben vom Bord. So, und das Teil hier, das soll da eigentlich flach drauf liegen. Ja, so. Das Problem, das kann ich euch mal auf dem Kopf demonstrieren. Die Ladung passt nicht auf den Wagen. Wenn Sie das 3 mm weniger breit gemacht, das Ladegut, könnte man es wunderbar wie das da reinladen. Und so kann man das Ding dann nur schräg drauflegen. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein paar Stützen gebaut und da drunter gepackt, sodass man das wenigstens so dann so hochkant, aber immer noch im Lichtraumprofil transportieren kann. Also das finde ich ein bisschen crazy, warum man hier nicht das Teil da einfach 3 mm weniger breit macht und dann wie diese Dinger hier da als normales Ladegut auch laden kann. Aber die werden sich da was bei gedacht haben. Gut. Ich habe gar keinen Platz, den Zug hier jetzt komplett aus eurem Sichtfeld zu fahren, denn da hinten ist so ein kleiner Stau und den gucke ich mir jetzt mit euch nochmal an. Denn das sieht man vielleicht auf der Modellbahn auch nicht so oft. Und dann war es das auch schon für heute. Also fliegen wir mal hin. Machen wir nochmal ein kleines Recap. Wir haben jetzt hier den Güterzug mit den Schiebewandwagen. Und ihr seht, der ist relativ lang. Also wir haben da ungefähr 1,50 Meter Zuglänge jetzt. Vielleicht ein bisschen mit den Wagen, da gehören eigentlich noch mehr dazu. Von Brava zum Beispiel noch 3 weitere. Also momentan, wie gesagt, 1,50 Meter Zuglänge ungefähr. Dann habe ich hier eine kleine Rangierlokomotive euch hervorgeführt gehabt. Dann haben wir unser Problemkind, die BR74 da hinten. Den hatten wir vorhin auch, den Triebwagen. Die BR89 hatten wir auch. Den kleinen Rangiertraktor. Und dann haben wir hier die Lübeck-Büchener Eisenbahn. Und da hinten die DSB 297. Und jetzt habt ihr es vielleicht gerade gesehen, hier steht noch so ein Schätzchen, das gar nicht zu euch gefahren ist eben. Dafür gibt es nochmal ein eigenes Video, deswegen gehen wir da heute nicht drauf ein. Aber auch eine Lokomotive, die viel Spaß macht und mit der ich viel unterwegs bin, dieser Triebwagen. Und damit sind wir am Ende von der Lok- und Zugparade hier in Fredhaun. Ihr habt jetzt einen kleinen Überblick bekommen, was bei mir hier so täglich so durch die Gegend fährt. Und ich werde mich jetzt damit beschäftigen, den kleinen Lokknoten hier in meinem Schattenbahnhof wieder aufzulösen. Der ist ja noch nicht automatisiert, das kommt ja irgendwann noch. Dann würden die jetzt alle schön aufgereiht stehen. Jetzt habe ich sie halt manuell da irgendwie geparkt. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ihr findet jetzt da oben noch ein paar mehr Videos von mir. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da ist übrigens auch noch mal der Abo-Button. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber.
So viel für heute. Macht's gut. Bis bald. Ciao.